Hier sind wieder Shiva und Jonathan, alias die Matrixer. Unser heutiges Thema: Alien-Invasion in der Matrix. Kontrollieren und manipulieren die Archonten und das menschliche Bewusstsein? Dies und weitere spannende Fragen werden wir heute erörtern. Viel Spaß! viel Spaß. Viele von euch haben ja schon den Begriff Archonten gehört. Unserer Meinung nach wird das zu viel verwässert und durcheinander gebracht. Bei den einen heißt es, die Archonten sind die Reptiloiden, bei den anderen heißt es, es sind Parasiten, die auf das menschliche Bewusstsein und den menschlichen Verstand einwirken. Wieder andere sagen, das sei ein Schattenwesen und vieles mehr. Wir haben das jetzt mal aus unseren Erfahrungen und dem, wie wir das erlebt und gesehen haben, versucht herauszukristallisieren, um euch das mal besser darzustellen. Denn wir unterscheiden schon zwischen denen, die die Matrix erschaffen haben, also den Schöpfergöttern, den Wesen, die tatsächlich auf unseren Verstand zugreifen und das Bewusstsein manipulieren und kontrollieren, und den Reptiloiden, praktisch den Handlangern der Matrix-Schöpfer. Die Archonten werden also meistens auf 3 Arten klassifiziert und das wird auch gern mal zusammengeworfen oder miteinander vermischt. Zuerst einmal als Parasiten, die sich an den Verstand anschließen und den Verstand beeinflussen. Dann werden sie auch oft mit Reptiloiden gleichgesetzt, die eben die Matrix hergestellt haben sollen. Und dann gibt es noch die Definition, dass die Archonten einfach Dämonen sind. Das sind dann halt also 3 Definitionen der Archonten. Und man kann die jetzt alle 3 in einen Topf werfen oder man kann die auch klassifizieren. Die Matrix-Hersteller hingegen, würde ich sagen, ob das jetzt die Reptiloiden sind, finde ich noch sehr ungewiss. Also manche glauben, dass die Reptiloiden die Matrix-Hersteller sind. So sehen wir das aber nicht. Und dann wird davon ausgegangen, dass die Reptiloiden vielleicht Handlanger sind, die eben für die Matrix-Hersteller arbeiten. Und wir denken, dass wir das jetzt mal ein bisschen aufschlüsseln. Die Archonten, würden wir sagen, sind in der Regel schon ein wenig wie Parasiten, die sich eben an das Bewusstsein anschließen und den Verstand beeinflussen bzw. sogar den Verstand repräsentieren. Das bedeutet, alles, was wir denken, Tag ein, Tag aus, kommt von den Archonten. Und die Dämonen hingegen, würde ich sagen, die belassen wir erst einmal auf den Begriff Dämonen. Und die Matrix-Hersteller, da kommen wir auch noch zu, wer die sind. Jedenfalls wollen wir in diesem Video uns hauptsächlich auf die Archonten, also so definiert, dass sie Parasiten sind, konzentrieren. Jeder, der Castaneda gelesen hat, kennt die Tolteken und weiß eventuell etwas mit dem Begriff Voladores anzufangen. Das sind nämlich die Parasiten, die unseren Verstand sozusagen beherrschen. Ich habe die damals gesehen, und zwar sind das schattenartige Wesen, die sich praktisch über unseren Köpfen befinden und seit deiner Geburt dein ständiger, treuer Freund und Begleiter sind. Wie treu und freundschaftlich die nun wirklich sind, sei erstmal dahingestellt, aber sie begleiten dich praktisch, seit du da bist. Und Jonathan kann euch erzählen, wie sie hierher gekommen sind, denn das hat er gesehen. Ja, also ich habe in einer Erfahrung gesehen, wie diese Voladores bzw. diese Parasiten in die physische Realität eingefallen sind. Also es hat sich ein Dimensionsspalt geöffnet und das muss viele tausend Jahre her gewesen sein. Und die sind dann durch diesen Spalt hindurchgekommen, Millionen von ihnen. Und diese Voladores
haben sich dann halt mit dem Bewusstsein der Menschen verbunden und von da an beeinflussen die eben den menschlichen Verstand, beziehungsweise sie repräsentieren den Verstand. In unserer Geschichte hat sich jedoch der Voladores zu einem Ego entwickelt. Das ist nämlich auch der Unterschied. Viele halten das Ego für ein Bild, das Bild von sich selbst, ohne wirklich zu wissen, dass dahinter eigentlich eine Wesenheit steckt. Es ist praktisch die Projektion von sich selbst, die man denkt, es sei der Verstand oder eben das Gehirn, das, was man denkt. Aber im Grunde sind das nicht wir. Alles, was du denkst oder deine Emotionen, kommt praktisch nicht von dir. Die Voladores, würde ich sagen, sind schon mit den Archonten zu vergleichen, die eben den Verstand beeinflussen bzw. den Verstand repräsentieren. Und das geschieht eben auf die Weise, dass sie eben ein Selbstbild aufrechterhalten, das ein Mensch von sich selber im Laufe seines Lebens aufbaut. Und dieses Selbstbild kann sich ja nur mit Hilfe der Erinnerungen aufbauen. Das bedeutet, jeder definiert sich selbst als die Person, die er ist, mit Hilfe seiner Lebenserfahrung, an die er sich erinnern kann und ins Langzeitgedächtnis abgespeichert worden sind. Das Ego ist also praktisch ein Tarnbegriff, der für Ich steht. Aber im Grunde bist das ja gar nicht du, sondern es ist das Bewusstsein, ich sage mal, der anderen. Die anderen sind die Voladores. Tarnbegriff Ego bzw. Ich bedeutet also, dass man sich mit dem Bewusstsein der Voladores identifiziert. Will sagen, dass man dann denkt, dass man der Verstand ist und dass die Gedanken, die gedacht werden, von einem selbst gedacht werden. Der Verstand befindet sich aber auf einer bestimmten Ebene, auf der die Voladores einwirken können. Die Begrifflichkeit Ego zeigt eigentlich nur, dass eine Identifikation über das im Leben aufgebaute Selbstbild stattgefunden hat. Und über dieses Selbstbild definiert man halt sein Leben, seine Ansichten und natürlich auch, wer man ist. Die Voladores sind also Wesen, die das Selbstbild aufrechterhalten und sich von dem Bewusstsein ernähren und beziehungsweise von der Energie, die durch das Bewusstsein angereichert wird. Und wie sie das Selbstbild aufrechterhalten, ist relativ einfach. Und zwar verschleiern sie einfach oder tarnen sie die Realitätswechsel, die man praktisch ständig durchläuft. Wenn du einen Aspekt gerade spielst und in einen anderen wechselst, das bekommst du selten mit. Und genau das Verschleierte erhält dein Selbstbild aufrecht. Unsere Wahrnehmung ist also so aufgebaut, dass wir jeden Tag, in jeder Minute, mehrmals die Realität wechseln. Wir wechseln von einer alternativen Realität in die nächste. Der Voladores sorgt jedoch dafür, dass wir ein Selbstbild aufbauen und ständig glauben, dass wir innerhalb der gleichen Realität agieren. Das kennen wir zum Beispiel auch aus dem Träumen. Wenn wir zum Beispiel in einen Traum hineingehen und träumen dort eine bestimmte Situation, dann glauben wir immer, dass wir sind, dass man immer man selbst ist. Und da habe ich auch schon in einem anderen Video drüber geredet. Man kann also innerhalb eines Traumes dann nicht erkennen, wer man eigentlich ist und in welcher Realität man ist. Denn für gewöhnlich schließt du dich mit deinem Bewusstsein eigentlich nur an das alternative Selbst in der anderen Realität im Traum an. Es bist eigentlich nicht du, sondern dein alternatives Selbst. Und das wird dann natürlich nicht erkannt. Man glaubt dann immer noch, man wäre man selbst aus der bekannten Alltagsrealität. Und dadurch, dass der Voladores den Wechsel dieser Realitäten tarnt, erscheinen uns die Realitäten, die wir in den Träumen zum Beispiel erleben, aber auch im Wachzustand wird in andere Realitäten gewechselt, erscheinen die uns dann halt alle als eine einzige Realität. Und auch der Begriff Individuum bedeutet ja eigentlich unteilbar, eine unteilbare Person. Und der Voladores hält eben diesen
diesen Zustand aufrecht, dass man glaubt, man wäre nur eine Person, nur eine Persönlichkeit. Tatsächlich jedoch bestehen wir alle aus vielen Persönlichkeiten, die das höhere Selbst in viele verschiedene Realitäten abgesetzt hat, um möglichst viele Erfahrungen erleben und abspeichern zu können. Wenn jedoch eine Persönlichkeit sich durch diese Realitäten bewegt und dabei überhaupt nicht bemerkt, in welcher Realität sie ist und warum sie in der Realität ist und wie diese ganzen Realitäten miteinander zusammenhängen, erkennt eben der Mensch nicht das ganze Bild bzw. das ganze Puzzle wird dann nicht erkannt. Und das ist eben das, worauf der Apollodorus abzielt, dass man eben die Bewusstheit, die man in anderen Realitäten ansammeln würde bzw. ansammelt, sofort an den Apollodorus weitergegeben werden, während wir selbst diese Energie oder diese Wahrnehmungen, diese Bewusstheit über die anderen Realitäten nicht für uns behalten können. Und ihr stellt euch jetzt sicherlich die Frage, wie sind sie hergekommen und warum sind sie hier?